Und willkommen alle, die das Video auch noch später auf YouTube nachschauen werden, zu einem schönen, kurzen Inspirationsabend, so 15, 20 Minuten, wo wir die Möglichkeit haben, mit Dr. Peter Hudoba über dieses wirklich schöne und wertvolle Thema zu sprechen, wie wir uns im Inneren gut einstellen und gut stärken können. So we like to say hello to everyone also watching later on YouTube. We are so happy that we are able today to join together with Dr. Peter Hudoba from Canada to learn more about self-empowerment, to get stronger from inside. Thank you. And what it's about to be like in crisis, or how does it like KRISEN-FIT? Was heißt KRISEN-FIT? Deci do thot të jesh në situata të vështira fit. So it's a very deep topic. është një temë shumë e thellë. Ist ein wirklicher, sag ich mal, ein Thema, die nicht ohne ist, sag ich mal auf Deutsch, ist ganz, ganz wichtig, weil auf uns Zeiten kommen werden oder können ab September, die vielleicht ein bisschen nicht so leicht sind für die Menschen. Und das wollten wir mit euch als Unterstützung mitgeben, in euren Weg mitgeben. We want to give you something in your way back. So whatever it will come or can come, especially September time, so that we need to be prepared in many, many kinds of things. Ne duhet jemi të përgatitur çfarëdo që të vijë në të ardhmen, të mos nga shtatori. Und besonders für mich ist die emotionale Balance, aber auch das andere, dieses, was wir angreifen können. Das heißt, was wir tun können, wenn irgendwas geschieht. Und in unserer Geschichte von mehreren Jahrhunderten, es gab Sachen. Und wenn wir vorbereitet waren, besonders ich aus albanischer Seite, sage ich mal so, war ich ein bisschen mehr vorbereitet. Was heißt, wenn es schwere Zeiten gab, Krieg oder Katastrophen, Erdbeben und so weiter. Das Interessante ist ja, dass du durch deine Jugend toll vorbereitet wurdest. So, the good thing is, if you have a difficult childhood like you had, then you are much more prepared for difficult times. Përgatitja do të jetë, nga mënyra emocionale, nga mënyra më të ndryshme, por dhe sidomos nga ana fizike. Nëse ndo për shembull një tërmet, nëse ka luftë, çfarë mund të bëjmë? Ashtu siç e kam kaluar dhe unë në jetën time. So we welcome Dr. Master Peter Hudoba. Welcome, herzlich willkommen, Dr. Peter. Servus. Servus, Mutter Erde. In all three languages. Servus. Danke für die Liebe. So happy to be with all of you. Jam shumë i njohur që jam së bashku me juve. So glücklich, mit uns gemeinsam heute da zu sein. So we already talked a little bit that it's easier if you had a difficult childhood like Amadea in Albania, then you're always prepared for difficult times. Also wir haben gerade ein bisschen gesprochen, eben, wenn du eine schwierige Zeit gehabt hast in der Kindheit, dann ist es immer auch leichter, durch schwierige Zeiten zu gehen. And what I remember, Peter, you also were born in Eastern Europe. So it must be also another childhood than we know in the Western world, behind the Iron Curtain, I guess. And as I know you are living a little bit, that you then managed to go out to the West, you also had difficult stages in life where you had chances and also challenges. Also ich weiß eben aus der Kindheit, dass Dr. Peter eben aus der Slowakei kommt, hinter dem eisernen Vorhang damals. Und er ist dann geflüchtet in den Westen und hat auch da auf seinem Weg eben Zeiten der Chancen gehabt und Zeiten der Herausforderungen. Yeah, well, that's right. But you know what it is, I always benefited in my life from my background. Also was es wirklich ist, ich habe immer eigentlich in meinem Leben von meinem Background profitiert.
we don't realize it, how much we have in our culture until we go out and then experience the life in very different way, and we have to make it. And then we realize that the foundation which we received are so strong, so great. Also das Besondere ist wirklich eben, wir realisieren oft nicht, was wir Wertvolles haben in unserer Kultur, erst dann, wenn wir unsere Kultur verlassen und merken, okay, unser Hintergrund, all das, was uns groß gemacht hat, das hat uns auch stark gemacht, das ist sehr, sehr wertvoll. Our countries were for many centuries united in one big monarchy. Also unsere beiden Länder waren über viele Jahrhunderte in einer großen Monarchie vereint. And we all benefited from one another. Und wir haben alle voneinander profitiert. Like most, you would not probably know, but most of the gold coins in monarchy were made in Slovakia. Oh wow. Das werden vielleicht nicht viele wissen, aber eben die meisten der Goldmünzen in unserer Monarchie damals wurden in der Slowakei hergestellt. Yeah, I recently read that one golden ducat, I think Frederick I, was recently sold for 1.2 million euro. Also das vor kurzem gelesen, dass ein Golddukat eben von Friedrich I. eben für 1 Million Euro versteigert wurde. Yeah, so but we also received, you know, from Austria, from other parts of the monarchy, everybody give each other different things, different wisdom, and together we made a very powerful country. Und so haben wir uns damals eben auch ausgetauscht mit anderen Ländern in der Monarchie und man hat einander Wissen geteilt, Weisheit geteilt, andere Güter ausgetauscht und so wurden wir ein sehr starkes, ein sehr mächtiges Land. And also what happened is that our mentality in be in the Middle Europe or the Austria in the Alps, we had to be thinking ahead of time, always. Und das, was natürlich auch bei uns ist, eben in Mitteleuropa, also rund um die Alpen auch bei uns, ist, dass eine Besonderheit ist, wir mussten immer vorausschauend leben. And so in, let's say in Greece or in South Italy or in Spain, they have a good weather all year and they have vegetables and fruits all the year around. Also wenn man jetzt zum Beispiel nach Griechenland schaut oder Süditalien oder Spanien, ist eine ganz andere Notwendigkeit vorauszuschauen, weil die haben rund um das Jahr, rund jedes Monat haben die irgendwo Früchte, Gemüse, die müssten sich nicht vorbereiten. But if you live in Innsbruck, you know winter will come, it will be very cold. Also wenn du in den Bergen in Innsbruck lebst, zwischen den Bergen, dann weißt du, der Winter kommt und dann wird es richtig kalt. And you cannot go into garden, pick up apfel. No, it will be all snow. Und du kannst nicht rausgehen und einen Apfel ernten, da wird alles voller Schnee sein. So we made our sauerkraut, we made our cheese, we prepared the wood, and we were ready for the long months, the snow and cold. Und so haben wir eben uns vorbereitet, haben das Sauerkraut gemacht, haben eben Holz gesammelt. Wir haben uns einfach vorbereitet auf die Zeit, wo es lange, lange kalt ist. And so that's our mentality, that we know the tough time will come, but we prepare, we have the skills, we have the knowledge, and we will be fine. We just have to wait. Und das ist einfach unsere Mentalität. Eben, wir wussten, wir mussten uns vorbereiten, wir wussten, es kommen schwierige Zeiten, aber wir bereiten uns vor und ja, alles wird gut. And so we shared the wisdom between different parts of the monarchy, how to do it well. And actually these skills were spread around. And so everybody could go through difficulties together and well prepared. Und so war das Gute an der Monarchie, dass wir uns eben aus unterschiedlichen Regionen gute Sachen geteilt haben, Wissen geteilt haben. Jeder konnte sich gut vorbereiten. Und ja, das war sehr gut. Yeah, the Karl V, he was a father of Maria Teresa.
Maria Theresia, the mother of the Emperor Joseph first. Also Karl V., der Vater von Maria Theresia. Yeah, so he was the first one in the whole world. He overcome plague. Und er war der Erste überhaupt in der neuen Welt, der es geschafft hat, die Pest zu besiegen. And so the knowledge was introduced everywhere, and then we survived. We just, after 500 years, we finally defeated plague. Und das Wissen ist weitergegeben worden und schlussendlich 500 Jahre später war die Pest besiegt. And so I remember 2020, when the pandemic was starting, I gave the lectures around the world. Und erinnern Sie noch gut, als 2020 die Pandemie begonnen hat, hat eben auch seine Vorlesungen, diese Kurse, diese Workshops, die er anbietet, eben wirklich weltweit große Nachfrage gehabt. And we were sharing, for example, one wisdom that was introduced in army. Also wir haben zum Beispiel auch eine Weisheit geteilt, die man auch im Militär anwendet. And Martin went to speak to his friend, and it is still used in the army in Austria. Und das war lustig, weil er eben gleichzeitig Kontakt mit einem Freund hatte, der mir bestätigt hat, dass das gleiche Modell immer noch angewandt wird. In army, you buy the food, but you store it, you don't touch, you eat it until 4 days. 4 days. Also derzeit immer noch im Bundesheer ist es bei uns so, dass du eben, wenn du neue Waren einkaufst, speziell Lebensmittel, dann ruhen dir mal 4 Tage, du greifst sie nicht an, isst erst ab dem 5. Tag. Also greift So you do quarantena with your food, 4 days. Machst sogar mit deinem Essen, mit deinen Lebensmitteln Quarantäne. And so we use that. I told everybody, I explained this principle, and we did the same thing with our groceries. They brought it from the supermarket to us. We didn't touch 4 days, and then we ate it. Und das gleiche Prinzip hat Peter angewandt während der Pandemie in den Anfangszeiten, wo er eben sich das Essen bringen ließ, vom Supermarkt liefern ließ und einen eigenen Raum hatte, wo er das eben 4 Tage liegen ließ. And we also taught people simple things, you know, like to have the electric lantern, to have an electric device to prepare if there is a blackout, and so forth. Und wir haben auch über Dinge gesprochen, eben sich einfach vorzubereiten mit simplen Dingen, mit Laternen, einfach alles, was dazugehört, zum Beispiel eben auch, wenn ein Blackout eintrifft. And so what happened is that many students then wrote me and mentioned, you know, that how useful it was that they were prepared. Und so haben sich dann viele der Zuschauer der Workshops gemeldet und geschrieben, wie dankbar sie sind und wie wertvoll das Wissen war aus den Workshops, weil sie es wirklich anwenden konnten in der Zeit. Yeah, last year in Germany, in Holland, and in Czechoslovakia, there were big floods. You maybe saw the pictures. It was very dramatic. Also in Austria. Also eben in Deutschland, in Holland, in der Tschechoslowakei gab es eben vor allem auch letztes Jahr und ebenso in Österreich eben große Überflutungen zum Beispiel. And so, you know, here in British Columbia, we had a big flood, big flood. Und auch dort, wo Peter lebt, also rund um Vancouver in British Columbia, hat es riesige Überschwemmungen gegeben. The roads to Vancouver were flooded. You could not travel by car to Vancouver. Also die Straßen Richtung Vancouver waren alle überflutet und vermurt, da konntest du nicht mehr nach Vancouver kommen. The areas where there are farms was flooded. So the animals were dying. They were like in the water, they couldn't eat, nowhere to go. Everything was a big flood. Und auch eben die Landwirtschaft war stark betroffen, eben die Tiere, wo sie auf der Weide waren, das war alles überflutet, die Tiere sind gestorben, war großer Verlust. And so for me, to have this electric device to make the light, to have the way how to make a food, whatever we needed, for me, I was so calm. Und das Gute war eben, weil Peter vorbereitet war, weil er alle Dinge hatte, eben elektrische Vorbereitung für Stromausfälle, eben auch natürlich sich Nahrung machen zu können, Nahrungsmittelreserven zu haben,
das Gute war eben, er war in dieser Zeit so ruhig. And we had a time, the electricity went off because, you know, there were power lines. When there was a flood, it suddenly shut down electricity. And so we really needed to use those electric devices. Und eben auch in Zeiten dieser Überflutungen eben ist der Stromnetz zusammengebrochen und da war es so wertvoll, diese elektrischen Ersatzgeräte zu haben, um ja, entspannt leben zu können. So the issue is that when we are giving these lectures, don't feel scared. Also das Wichtige ist, wenn wir über die Dinge sprechen in den Workshops, dann habt keine Angst. It is just to prepare. When we are prepared, then we are at peace. Es ist eben einfach nur so, wir versuchen uns nur bestmöglich vorzubereiten, und wenn wir gut vorbereitet sind, dann haben wir Frieden in uns. It's like, I have my sauerkraut, I have my cheese, I have my wood chopped, I have my Kartoffel. Winter comes, I am not scared. Also egal, was jetzt kommt, wenn der Winter kommt, ich habe mein Sauerkraut, ich habe meine Erdäpfel, habt ihr verstanden. Ich habe den Käse, ich habe mein Holz, also der Winter kann kommen, ich mache mir da keine Sorgen. Yeah, so the same thing. We know that things can happen, and it's like to have an insurance. We have an insurance, I can drive my car, I don't need to think about accidents. If something happens, I have insurance. Das Gleiche mit den Versicherungen. Wir schließen ja keine Versicherungen ab, um Unfälle anzuziehen, sondern einfach nur, um das Thema abzuhaken, um einfach sicher durch die Welt zu fahren und eben für Notfall was zu haben, aber man braucht dann keinen Unfall mehr denken. So in this workshop, Martin has invited experts who will teach how to prepare. Also in unserem Workshop am Sonntag haben wir unterschiedliche Experten eingeladen, neben Peter, der uns Gott sei Dank 2 Stunden seiner Zeit schenkt. So beside you, you're 2 hours. We're so grateful. Wir haben auch eben Experten, die eben aus dem Bereich kommen. Also einerseits der Geschäftsführer unserer steirischen Krisenvorsorge, andererseits auch ein toller Experte, den wir kennengelernt haben über eine große internationale Friedensorganisation, die aus dem Hause Habsburg kommt, die sich auch stark damit beschäftigen, mit dem sich selbst stärken, mit dem eben, wie kann ich eben autark leben, generell, wie kann ich selbstversorgt leben. Also sind ganz wertvolle Tipps der Experten dabei. And so, you know, it is my role will be to prepare for emotional or mind, psychological preparation. Und meine Aufgabe, also Peters Aufgabe wird sein, eben die mentale, die emotionale Vorbereitung, dort tiefer reinzugehen, die psychologische Vorbereitung. It is because, you know, it is not only that we need to have this material preparation, but what is important is also we are prepared mentally, we are prepared emotionally. Also es geht nicht nur darum, eben diese physische Vorbereitung mit all diesen Dingen zu haben, sondern es geht vor allem darum, eben den Geist vorzubereiten, die Emotionen vorzubereiten. Yeah, and then, you know, we really can prepare well because with Master Shah, we have his enormous, amazing tools, how to do this. Und eben dank dem, was wir bei Dr. und Master Shah lernen dürfen, über die Selbststärkung, die Selbstheilung, haben wir ja unglaubliche Werkzeuge. Yeah. Any questions? Gibt es eben vielleicht Fragen, die ihr auch im Chat stellen wollt, die ihr auch gerne eben so mit uns teilen könnt? Ich habe am Anfang der Woche bereits 1 Stunde gemacht, so als Einführung, die gibt es auch auf YouTube. So I also did at the beginning of the week a 1-hour session already to introduce to this topic. And I realized that many of us are hesitating to go into this topic. Also ich habe gespürt, dass viele es ablehnen, sich diesem Thema zu stellen. Und meine Botschaft war dort, wenn ich diese Ablehnung spüre, dann ist in mir etwas, was auch nach Heilung sucht. So my message was, if I feel this resistance inside of me, then there's also a calling for healing of something inside of me.
Yes. In my profession, there is an ancient principle that comes from Hippocrates, more than 2000 years. Und in dem, was ich lehre, greife ich immer zurück auf ein über 2000 Jahre altes Prinzip von Hippokrates. And I know only Latin version. Ich kenne jetzt nur die lateinische Version. Then Romans has used it. So ibi pas, ibi evacuat. Genau, das war Latin. Ibi pas, ibi evacuat. Also It das war means lateinisch. where is a pass, you cut, let it open. Once again, you. Where there is like a boil, you know, the inflammation, and there is the liquid inside. Yeah. Mhm. You open, let it come out. Let Okay. it come out. Also dieses Prinzip, medizinisches Prinzip sagt uns eben, wenn irgendetwas zum Beispiel eben in uns entzünden ist und angeschwollen ist, dann schneidest du es auf und lass das einfach heraus. Yeah, and then you save the patient. Und dadurch rettest du. And so this is also true with the mental, with the emotional things. Und das Gleiche gilt eben für emotionale und mentale Themen. Through the life, we have also unpleasant experiences. Und auch im Laufe unseres Lebens haben wir unterschiedliche, unangenehme Situationen. In order to function between people, we suppress them, but they are inside us. Und all diese negativen Erlebnisse machen wir oft so, dass wir sie unterdrücken und dann sind sie in uns. When we expose it, it's very uncomfortable. Und wenn wir das natürlich eben rauslassen, dann ist das sehr unangenehm. But with Master Sha techniques, we can really help this very well. You know, we can clear it and become very relaxed, calm again. Und das ganz, ganz Tolle ist eben mit den Techniken von Dr. und Master Sha, können wir uns diesen Themen stellen, wir können die klären, wir können die reinigen, wir können die heilen. Ganz, ganz wundervoll. So this is what we are going to do. Das ist das, was wir tun. And this is also what I remember from our first workshops we started 2019, that this was for me always the highlight. The workshop itself, you think it's about the preparation, but it's about healing actually. Also das hat mich auch sehr fasziniert seit 2019, wo wir diese Workshops gemeinsam auch machen. Man glaubt immer, es geht jetzt um die Vorbereitung und, aber dabei geht es um eine ganz tiefe Heilung von uns. Da sind so viele Dinge gespeichert in uns ganz tief, die eben einfach ja, in die Heilung kommen wollen. So there are many things that are deep inside of us and they want to heal. Yeah. And one question of Gabriele is, I would love to hear, dear Peter, how can I stay in peace in my heart while I see so much suffering around? Also die Frage von Gabriele ist, lieber Peter, wie kann ich in mir selber Frieden finden oder Frieden im Herzen finden, wenn ich so viel Leid rund um mich spüre? What I learned is from my practice. Also was ich aus meiner Übung gelernt habe, that when my patients were diagnosed very serious illness, the family become very frightened. also was ich aus meiner beruflichen Historie gelernt habe, Master Peter ist und war ein Neurochirurg, einer der besten der Welt, ist, dass wenn jemand krank wurde, dass die Menschen rund um ihn enorm viele Ängste aufgebaut haben. And those days I had nothing to give to them. Und zu dieser Zeit damals kannte ich nichts anderes und ich konnte den Familienmitgliedern nichts geben. When I started to heal with Master Sha's system, I suddenly realized we have so much to give. Und als ich all die Übungen und Anwendungen von Dr. Master Sha kennengelernt habe, habe ich gemerkt, wow, ich kann so vieles den Menschen mitgeben. So when I have the patient who is very ill, like a client, I give the family the homework to do. Und heute kann ich eben den Menschen, die eben Ängste bekommen oder andere Emotionen, kann ihnen eine Hausübung mitgeben. And I tell them to trace and chant for the loved one. Und ich gebe den Angehörigen des Patienten dann einfach Übungen mit, wie eben eine Kalligrafie nachzufahren, wie spezielle Mantren zu chanten. And I see that this is
so much help because they know I can do something. I am not hopeless. There is something I can do. And that makes all the difference. Und das macht den großen, großen Unterschied, weil die Menschen eben in dieser Notlage um ihren Liebsten einfach erkennen, wow, ich kann wirklich was tun, ich bin nicht hilflos, ich habe eine Chance mitzuhelfen. So this is the answer for you. Open Lab is harmony group. Open, if you are one in lineage older, open Dabejo chanting group. Bring the light to your area. Und das kann eben genau die Antwort jetzt für dich sein. Mach eine Chanting-Gruppe, mach eine Mantren-Gruppe, wo du eben das Mantra Love Peace Harmony chantest oder Guan Yins Mantra des größten Mitgefühls, des Dabejo. Sammle Menschen und füll sie mit Licht, bring das Licht zu den Menschen. Start somewhere. Beginn wo auch immer. Small place, but it already is doing something. Auch wenn es nur ganz klein ist, aber du beginnst und tust bereits was. So there is a group in Graz, there is a group in Vienna, there is a group in Salzburg, there is a group in Innsbruck, and small places around already starting to shine. Und auch wenn es nur eine kleine Gruppe in Graz wäre, in Wien wäre, in Salzburg, in Innsbruck, wo auch immer, Hauptsache dieses kleine Licht beginnt zu scheinen, es wird zu einem großen. There is the group chanting in Pristina, there is a group chanting in Tirana, and already makes a difference. Und in Pristina, in der Hauptstadt des Kosovo, und in Tirana, in Albanien, gibt es Gruppen, die chanten. Also das macht natürlich einen riesen, riesen Unterschied. And where there is a light, there is no darkness. Und dort, wo das Licht ist, gibt es keine Dunkelheit. Und dort, wo das Licht ist, Gibt es keine Dunkelheit. da gibt es keine Dunkelheit. Yeah, imagine the big stadium, you know, where they play the soccer in the night. Und stell dir mal ein großes Fußballstadion vor, wo eben zum Beispiel ja, am Abend Fußball gespielt wird. And everything is dark. Alles ist dunkel. You light one candle, Und du zündest eine Kerze an, it's no longer complete dark. ist es nicht mehr komplett dunkel. Und genau so ist es. Thank you. And one final question. Anna asked the question. She feels that something might come in autumn, in September or whenever. How do I exactly know? How can I know? How can I feel? How can I? Yeah, I'd like to feel, know, get some messages to be warned, to know when it will happen. What would be your answer? Also Annas Frage ist eben, das ist jetzt die letzte Frage für heute. Wir haben dann noch am Freitag 1,5 Stunden Zeit. Was sind die Anzeichen dafür und wie kann ich etwas früh erkennen? Sie vermutet auch, dass im September was kommen könnte, im Herbst was kommen könnte, was Größeres. Yeah. How to do? You will know. Also die Antwort war, du wirst es wissen. There are many people who are getting messages around the world. Also es gibt viele Menschen rund um die Welt, die diese Intuition haben, die diese Botschaften empfangen. And we will share when the time is necessary. Und wir werden es miteinander teilen, wenn die Zeit soweit ist. Thank you, dear Peter. Ja, liebe Amadea, möchtest du was hinzufügen oder ergänzen? Do you like to add something? For myself, at the last question, I would say that's why we have that weekend. It's just about being prepared, emotionally, spiritually, physically. And if you are prepared, no matter which day, no matter which time, you feel it, you know it, and you know how to deal with it. Because many people knows the days and the times, but if you don't know how to deal it, how it's, what is the solution behind it? Kannst du übersetzen? Okay. Also meine Antwort auch dazu zur letzten Frage ist, genau deswegen machen wir eben das Wochenende, den Sonntag. Wir sind dann vorbereitet, uns geht's dann gut, es ist alles klar. Wir sind dann eben in einem inneren Gefühl der Stärke, der Sicherheit.
And in the moment that you knows you are secure. Und in dem Because the Moment, security, wo du dich sicher fühlst, because the security is the number one. weil die Sicherheit in dir, das ist die Nummer 1. That's what we learned, I think, Dr. Peter Hudoba and myself in our countries. How to deal if around us it's not secure, but you stay secure within you. Weil das, was wir lernen durften aus unserer Kindheit, Peter Hudoba und Amadea in Albanien, eben egal was rundherum ist, wenn wir in uns sicher sind, ist alles gut. We will share a few tips, like Dr. Peter shares just a small tip about food. Wir werden einige wertvolle Tipps teilen, eben Dr. Peter hat jetzt gerade erklärt ein paar Dinge über das Essen. And we will share a few tips how it's we don't have electricity, water. Und wir werden ein paar Tipps auch teilen, eben Richtung Wasser, Richtung Elektrizität. And many, many things. Und viele Dinge. So we are happy to be with all of you. Wir freuen uns, wenn ihr alle teilnimmt. And I'm very grateful that Dr. Peter Hudoba had the time and will have the time with that Sunday at 7 August, so we can gather together and share the more information, deeper information, how to prepare ourselves, how to be emotionally, physically, spiritually in that moment prepared, so you know what to do. Und wir sind Dr. Peter so dankbar, dass er eben sich die Zeit nimmt für uns, dass wir eben emotional, mental, spirituell vorbereitet sind, gestärkt sind, damit wir einfach in dem Moment, wenn dann im Außen was eintritt, einfach wissen, wie wir bestmöglich damit umgehen. I will end with just a sentence where it's love, it's no fear. Ich möchte mit dem Satz enden, wo Liebe ist, gibt es keine Angst. And that's what that we need to grow. Und das ist der Weg, wo wir hinwachsen wollen. Thank you. Danke. Kalligrafie. Dankeschön. Dr. Peter, do you have some final words for Facebook and our YouTube? From my heart, I invite everyone. Aus meinem Herzen lade ich euch alle ein. I did this workshop before I went through all centers, most of the centers around the world. Also ich habe diesen Workshop schon so oft gemacht, an vielen Plätzen, vielen Zentren der Welt. And everywhere things happen later on, and the students were very comfortable because they were prepared. Und egal wo ich war, es sind überall Dinge passiert danach und alle waren so glücklich und dankbar, dass wir uns vorbereitet haben. So we want to help you. We want to serve you as much as we can. Wir möchten euch helfen, möchten euch dienen, so viel wir können. Thank you. Thank you. Thank you for your time. So we say goodbye to Facebook and to YouTube. Bye bye. Thank you. Bye bye.